geht in dir vor, Matt? Ich werde ihn finden, Dad. Er wird dafür büßen, was er dir angetan hat. Was bisher geschah. Der Mörder meines Vaters ist noch irgendwo da draußen, Kate. Und bis ich ihn gefunden habe, werde ich nicht ruhen. Es freut mich zu hören, dass es Ihnen wieder besser geht. Sie wieder einsatzfähig sind. Das kann ja nur schief gehen. Leute, ich möchte, dass wir diesen Fall erfolgreich aufklären. Bis Ende der Woche brauchen wir Resultate. Ich bin zu dir gekommen, weil ich dachte, dass du mich bei der Sache unterstützt. Wenn du nicht offen mit mir über deine Gefühle sprichst, ist es schwer, dir zu helfen. Die DNA, die bei diesen Morden gefunden wurde, ist die gleiche DNA, die auch beim Tatort deines Vaters sichergestellt wurde. Wir sollten den Chief informieren. Es wäre das Beste, wenn er das mit der DNA erfährt. Das werden wir natürlich nicht tun. Matt, es besteht eindeutig eine Verbindung zwischen diesem Fall und dem Mord an deinem Vater. Du solltest nicht persönlich in diesen Fall verwickelt sein. Gerade weil eine Verbindung zu meinem Vater besteht, bin ich der Richtige dafür, Cynthia. Ah ja? Als wir das letzte Mal zusammen im Einsatz waren, hast du versucht, jemanden umzubringen. Mit deinen bloßen Händen. Ja, also auf mich für dumm zu machen. Ich hab mich im Griff. Du hast den Chief doch gehört. Es gibt ein psychologisches Gutachten, das beweist, dass es mir gut geht. Das hier ist mein Fall, Cynthia. Ende der Diskussion. Wir haben nichts. Keine Spuren, keine Indizien, keine Beweise. Das kann doch nicht sein. Die DNA ist doch schon mal was. Ach ja, so wie meinem Vater damals. Das ist jetzt 20 Jahre her. Das wurde nie aufgedeckt. Dieses Mal kommt er nicht davon. Er hat nicht das Recht, unschuldige Menschen zu töten. Lass uns doch mal zum Tatort gehen. Vielleicht haben wir irgendwas übersehen. Okay. Aber du reißt dich verdammt noch mal zusammen, ja? Cynthia, solange er frei da draußen rumläuft, ist jeder, der ihm begegnet, in Gefahr. Wie fühlst du dich, wenn du an den Vorfall denkst, Desmond? Gut, schätze ich. Hast du immer noch dieselben Träume? Ja, immer noch dieselben. Kannst du mir noch mal von deinen Träumen erzählen? Das habe ich doch schon so oft getan. Desmond, vielleicht fällt dir heute etwas Neues dazu ein. Blut. Wie bitte? Die Träume enden immer mit Blut. Kannst du mir mehr davon erzählen? Ich sehe meinen Vater, wie er mich anschreit, dass ich nicht würdig bin, nicht so wie er, dass ich ein Weichei wäre, dass ich stark werden muss, so wie er. Denn er hätte von nichts Angst, dass man für sein Leben einstehen muss. Ich weine dann oft im Traum. Und dann reiße ich mich zusammen und werde stark. Und dann erscheint da eine Waffe in meinen Händen. Und ich schieße. Ich schieße und schieße und schieße und schieße. Dann ist da Blut. So viel. So viel. Dass ich es nicht mehr von den Händen kriege. Desmond, die Teenager, die du angegriffen hast, was haben sie dir nachgerufen? Sie haben mich Weichei genannt.
Und dafür wurden sie bestraft. Man nennt mich nicht so. Und wer das tut, muss eine Lektion lernen. Desmond, das waren junge Erwachsene, beinahe Kinder. Die haben dir nichts Böses gewollt. Vielmehr geht es hier darum, dass sie dich so haben fühlen lassen, weil die Situation dich an deinen Vater erinnert. Lass meinen Vater in Ruhe. Desmond, du hast mir doch gerade erzählt, dass dein Vater dich... Hör auf! Schön hast du es hier. Wie bitte? Du bist so jung und hast schon deine eigene Praxis. Dein Leben muss gut verlaufen sein. Ja, ich bin mir sicher. Desmond, wir sind heute nicht hier, um über mich zu sprechen. Hast du einen Freund? Das sind Informationen, die ich nicht an meine Patienten herausgebe. Bestimmt hast du einen Freund. Und du liebst ihn sicher sehr. Analysierst du ihn auch? Danke, Desmond. Wir sehen uns nächste Woche. Guten Tag, Herr Detektiv. Guten Tag, die Herren. Also wir haben 2 Opfer. Und dein Vater natürlich. Jeffrey Peterson war Oberarzt. Dein Vater war Polizist und Henry Roy Richter. Familie und Freunde sind bei jedem Opfer ratlos. Es gibt auch keine Streitigkeiten, die auf ein familiäres Motiv zurückzuführen sind. Auch gibt es keine Indizien auf einen gewöhnlichen Überfall, weil nichts gestohlen wurde. Irgendeinen Zusammenhang muss es doch geben. Naja, sie waren alle ungefähr in demselben Alter. Und Familienväter. Aber warum Peterson, Roy und mein Dad? Ich meine, waren sie einfach zum falschen Zeitpunkt am falschen Ort? Auf mich wirken diese Morde total willkürlich. Und warum erst nach 20 Jahren? Wenn wir davon ausgehen, dass der Mörder wirklich erst jetzt wieder gemordet hat. Warum erst jetzt? Warum erst nach 20 Jahren? Wer ist dieser Scheißkerl? Matt, wir müssen jetzt einen kühlen Kopf bewahren, ja? Wir sind ja an einem öffentlichen Ort, Cynthia. Und niemand hat irgendwie das mitbekommen. Das kann doch nicht sein. Was, wenn er nicht hier ermordet wurde? Sondern irgendwo anders und nur hier deponiert? Warum sollte jemand so etwas tun? Was wäre mein Ziel, wenn ich mein Opfer in der Öffentlichkeit deponieren würde? Dass ich wollen würde, dass man es entdeckt. Das würde bedeuten, was der Mörder möchte, dass wir nach ihm suchen. Beinahe, es würde mit uns spielen. Danke dir. Hey Tony, hier ist Matt. Turner. Hey, ich bin gerade im Fall C2767 dran. Mir fehlen noch einige Beweisstücke. Kannst du mir die Silberringe rüberbringen? Danke dir.
Matt? Aufwachen. Hey, Matt. Aufwachen. Ein Schlangenring. Was? Jedes der Opfer hat einen Schlangenring getragen. Ich kann mich daran erinnern, dass mein Vater auch eingetragen hat, als ich ihn gefunden habe. Kannst du die Ehefrauen von Peterson und Roy anrufen und fragen, ob ihre Ehemänner immer schon so einen Ring getragen haben? Klar. Was machst du in der Zeit? Ich habe was zu erledigen. Matt? Kate, ich muss mit dir reden. Bitte. Matt, ich bin mitten in einer Sitzung. Was ist los? Hast du vielleicht heute Abend Zeit? Mal zu einem Hebrews. Ja, klar. Ich werde da sein. Danke. Tut mir leid. Normalerweise gehe ich nicht ans Handy während Sitzungen. Schien ja wichtig zu sein. Dein Freund? Desmond, ich möchte nicht, dass du mir persönliche Fragen stellst. Darf ich fragen, wer für dich der wichtigste Mensch in deinem Leben ist? Der wichtigste Mensch? Meine Mutter. Das ist schön. Warum gerade sie? Sie ist eine wunderschöne Frau. Sie ist gutherzig. Sie hat mich immer in den Schlaf gesungen. Wie ist deine Beziehung zu deiner Mutter heute? Meine Mutter ist tot. Darf ich fragen, woran sie gestorben ist? Ein Unfall. Tragischer Unfall. Wie genau ist der passiert? Was ist das für ein Tattoo? Eine Schlange. Darf ich mal sehen? Meine Mutter hat das Gleiche getragen. Dankeschön. Hey, Hey, magst du dich setzen? ja klar. Warum wolltest du unbedingt reden? Mein Fall ist komplizierter als gedacht. Mein Gott, du schwitzt ja. Was ist los? Ich habe halt einfach jemanden zum Reden gebraucht. Schieß los. Kate, der Mörder, dem ich auf der Spur bin, ist derselbe Mörder, der auch meinen Vater umgebracht hat. Was? Ich habe all die Jahre auf diesen Moment gewartet. Aber jetzt, da er da ist, ich habe das Gefühl, durchzudrehen. Matt, das ist überhaupt nicht gut. Wenn ich gewusst hätte, dass sich der erste Fall nach unseren Sitzungen noch viel mehr in die Geschichte mit deinem Vater hineinzieht, hätte ich dir niemals dieses Gutachten ausgestellt. Verstehst du es denn nicht? Ich bin so nah dran, das alles endlich aufzulösen. Kate, du hast mir doch gesagt, ich soll nicht von meinen Gefühlen davonlaufen. Das genau tue ich jetzt. Ich stelle mich ihm. Kate, wenn ich den Mörder fasse, dann ist das alles vorbei. Dann kann ich mein Leben wieder genießen. Ich kann wieder Zeit mit Tim verbringen, mit meiner Mutter. Zeit mit dir, so wie früher. Ja? Ich habe Neuigkeiten. Kannst du herkommen? Klar, ich bin gleich da. Matt, das mit dem Fall ist keine gute Idee. Du solltest das jemanden machen lassen, der einen neutralen Blick auf das Ganze hat. Du musst dich darauf fokussieren, zu vergeben. Und nicht darauf, dich in Rache zu suchen. Das tut dir nicht gut. Ich muss los. Wir reden ein andermal weiter. Danke, dass du da warst.
you down, wants to blind your sight. Shackles of self-doubt won't let you walk in faith. Pain and shame puts you down, wants to blind your sight. Shackles of self-doubt won't let you walk in faith. You've tried it on your own and lived a selfish life. You need grace. You need someone who's getting you out of that place. You need grace. You gotta take this chance before it's too late. You need grace. Every time you stumble, you can count on His grace. Every time you feel hopeless, you can count on His grace. Every time you can bear it, you can count on His grace. Every time you feel restless,